Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute zeige ich euch ein leckeres Gulaschrezept. Und dieses Gulasch ist in 30 Minuten fertig auf dem Tisch. Denn ich zeige euch heute, wie ihr es im Schnellkochtopf machen könnt. Und wie man das zubereitet, na das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das Gulasch aus dem Schnellkochtopf benötigt ihr folgende Zutaten: 500 Gramm Zwiebeln, 500 Gramm Fleisch. Ich habe hier Schweinefleisch genommen, ihr könnt auch nur Rindfleisch oder halb und halb nehmen. 500 Milliliter Rinderbrühe und an Gewürzen benötigen wir Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß, etwas Kreuzkümmel für die bessere Bekömmlichkeit, 2 Esslöffel Tomatenmark, 1 Teelöffel Senf und 1 bis 2 Lorbeerblätter. Zuerst erhitzen wir etwas Öl in unserem Schnellkochtopf. Ich habe hier ganz normales Sonnenblumenöl genommen, ihr könnt aber auch jedes andere Öl oder auch Butterschmalz verwenden. Das Öl, das solltet ihr so auf ziemlich hoher Stufe erhitzen. Ich würde sagen, wenn ihr so einen Herd wie ich bis 9 habt, dann nehmt ruhig Stufe 7. Und dann gebt ihr in das heiße Öl euer Fleisch, denn das wollen wir jetzt erstmal richtig anbraten und einen Bratensatz unten am Topfboden bilden. Deshalb ist es ganz wichtig, dass das Fleisch einzeln liegt und nicht so übereinander und dass ihr nicht zu früh rührt, denn es soll jetzt wirklich unten am Topfboden erstmal etwas ansetzen. Und keine Angst, es schmeckt später dann auch nicht verbrannt oder so. Wenn sich unten am Topfboden so die ersten Röstaromen gebildet haben, dann könnt ihr beginnen, das Fleisch auch mal zu drehen. Und wie ihr seht, ist das Fleisch dann auf der anderen Seite auch schon etwas angebräunt. Jetzt lasst ihr es so lange liegen, bis sich wieder unten am Topfboden so ein Bratensatz gebildet habt. Das erkennt ihr daran, dass der Topfboden unten eine schöne braune Farbe bekommt. Und wenn es soweit ist, dann rührt ihr richtig durch euer Gulasch durch. Und wie ihr seht, hat das Gulasch jetzt schon schön Farbe bekommen und unten am Topfboden seht ihr so eine leicht braune Farbe. Und genau das wollen wir erzielen. Jetzt, wenn das Fleisch angebraten ist, wird erstmal gewürzt. Und zwar mit Paprika edelsüß, Salz, ein bisschen Kümmel für die bessere Bekömmlichkeit und ein bisschen Pfeffer. Jetzt alles richtig gut miteinander vermischen, damit sich die Gewürze auf dem Fleisch und unten am Bratenansatz richtig gut verteilen können. Denn auch die Gewürze bilden jetzt leckere Röstaromen aus. Das merkt ihr dann später auch an einer kräftigen, leckeren Soße. So, und wenn das Fleisch schön braun ist und sich unten der Bratensatz richtig schön gebildet hat, dann geben wir die in feine Würfel geschnittene Zwiebeln dazu. Die Zwiebeln sollten in der Menge genauso viel sein wie das Fleisch. Und sobald die Zwiebeln drin sind, wird das Ganze jetzt einmal richtig gut miteinander verrührt. Denn die Zwiebeln, die sind ja leicht feucht und saugen unten vom Topfboden den Bratensatz richtig schön an, dass er sich lösen kann. Bei diesem Vorgang solltet ihr jetzt wirklich häufig rühren, damit euch unten am Topfboden auch nichts verbrennt. Das Ganze sollte jetzt unter häufigem Rühren ungefähr so für 3 Minuten richtig schön mit angebraten werden. So bekommen auch die Zwiebeln eine schön bräunliche Farbe. Und wie ihr auch hier erkennen könnt, hat sich unten am Topfboden eine richtig schön goldbraune Farbe gebildet. Es ist keineswegs verbrannt, aber der Bratensatz ist auf jeden Fall schon mal vorhanden. Jetzt kommt zu dem Fleisch und den Zwiebeln als nächstes das Tomatenmark dazu. Das sind hier ungefähr 2 Esslöffel. Und bei dem Tomatenmark ist es auch wirklich ganz wichtig, dass ihr das richtig schön mit anrüstet. Und zu dem Tomatenmark gebe ich jetzt auch gleich den Teelöffel Senf dazu. Beides rühren wir jetzt richtig gut in unser Gulasch ein
und lassen es für 2 Minuten richtig schön mitrösten. Dabei solltet ihr wirklich die ganze Zeit rühren und wie ihr seht, wird unten am Topfboden der Bratensatz jetzt richtig schön dunkel. Und keine Angst, das ist hier nicht verbrannt, das täuscht halt ein bisschen von den Lichtverhältnissen. Dann gebt ihr einen Schluck von eurer Rinderbrühe dazu, um den Bratensatz erstmal zu lösen. Das macht ihr unter ständigem Rühren. Wie ihr seht, ist der Topfboden unten jetzt schon fast sauber. Der Bratensatz lässt sich sehr gut lösen. Und so gebt ihr jetzt die Brühe nach und nach dazu, bis sich alles richtig gelöst hat. Das sind hier insgesamt 500 Milliliter Brühe und ich gebe sie circa auf 4 bis 5 Mal dazu. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist die Soße richtig schön dunkel und kräftig geworden. Das liegt zum einen natürlich an dem Tomatenmark, aber zum anderen natürlich auch an dem guten Bratensatz. Jetzt kommt noch das Lorbeerblatt zu dem Gulasch dazu. Das tunke ich einfach so ein bisschen unter. Und dann kann das Gulasch auch schon mit dem Schnellkochtopfdeckel verschlossen werden. Bei meinem Schnellkochtopf ist es jetzt so, dass man ihn einstellen kann, ob man viel oder wenig Dampf möchte. Und für mein Gulasch brauche ich sehr viel Dampf, deshalb stelle ich ihn auf die höhere Dampfstufe. Wenn ihr den Deckel verschlossen habt, dann müsst ihr eure Herdplatte auf ganz hohe Stufe stellen und warten, bis der Dampf sich im Topf entwickelt hat. Bei mir ist es so, da springt so ein kleines Rädchen hoch und dann ist der Topf voll mit Dampf. Und dann könnt ihr den Herd quasi schon fast ausschalten. Ich stelle meinen dann nur noch auf die Stufe 2 von 9. Das Ganze lasst ihr jetzt für 20 Minuten in eurem Schnellkochtopf köcheln. Dann lasst ihr den Dampf ab und macht den Deckel auf. Das geht eigentlich immer am schnellsten, indem man kaltes Wasser über den Topf laufen lässt. Ich lasse meins jetzt noch mal für 5 Minuten bei geöffnetem Deckel köcheln. So verliert es noch ein bisschen Verdunstungswasser und das Gulasch kann schön andicken. Ich persönlich finde, es hat jetzt schon fast die perfekte Konsistenz und das Fleisch ist schon super weich. Ich persönlich mag es so am liebsten, wenn das Fleisch schon fast auseinanderfällt. Wenn ihr es lieber ein bisschen kompakter mögt, dann lasst den Schnellkochtopf nur 15 Minuten mit dem Gulasch drin köcheln. Jetzt schmecke ich das Ganze einmal ab und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Nachwürzen muss ich hier tatsächlich nicht mehr. Wenn bei euch noch etwas fehlt, würzt einfach eurem Geschmack entsprechend. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen Sahne dran gemacht, weil ich die noch übrig hatte, war so circa ein halbes Paket, das ist aber nur optional. Es schmeckt auch wirklich wunderbar ohne Sahne. Aber als Rösteverwertung passt die Sahne hier sehr gut zum Gulasch. Und dann ist das Gulasch aus dem Schnellkochtopf auch tatsächlich fertig. Und so schaut es dann aus. Die Soße hat eine richtig tolle Konsistenz und das Fleisch, kann ich euch versprechen, ist richtig zart und weich. Die Zubereitung im Schnellkochtopf hat jetzt ca. 30 Minuten gedauert. So ein schnelles Gulasch und dann noch so lecker, kann ich euch wirklich nur empfehlen auszuprobieren. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!